Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Mütze spielt. In diesem Video schauen wir uns den deutschen Zerstörer Z52 mal genauer an. Die Kapitänsskillung sowie weitere Tipps zum Schiff selber könnt ihr im entsprechenden How-to-Build bzw. How-to-Play-Video finden. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben ein U-Boot, 3 DDs, 4 Kreuzer und 4 Babys. Am Anfang des Games habe ich mir erstmal überlegt, nah am B-Cap zu spielen, da möglicherweise den ein oder anderen DD zu catchen. Zusätzlich bin ich in der Runde noch mit dem Eternal Titan unterwegs auf seiner Slava und der wird mich da mit Sicherheit beim ein oder anderen Engagement mit Shots unterstützen. Habe jetzt noch eine La Pampa bei mir und gerade in so einer Runde, wo ihr viele DDs habt, könnt ihr mit einer Z gut glänzen. Auf was ihr aufpassen müsst, ist auf jeden Fall das Radar. DM und Worcester, also 10er und 9 Kilometer Radar, was relativ lang hält. Des Weiteren müsst ihr auch auf die Venice aufpassen, dass der euch nicht catcht, weil das tut auf jeden Fall richtig weh. Ich bin einmal RPF, wie ihr seht. Da sollte man auch immer drauf achten, weil da kann man ohne weiteres mal Torps in seine Richtung bekommen. Also wie gesagt, ich schaue erstmal, dass ich ein bisschen spotte, möglicherweise auch meinen ersten Damage mache. In dem Zug geht die Masu auf, die wird von der La Pampa gespottet. Der fährt sogar ziemlich aggressiv auf mich zu. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, mal meinen Smoke zu ziehen, sowie mein Hydro und fange jetzt an, auf die Masu zu schießen. Nutze hier auch AP wegen der Saturation von den Franzosen, damit er nicht weniger Damage bekommt, wie wenn ich ihn jetzt mit HE zum Beispiel schieße. Kriegen da relativ guten Damage raus, er winkelt sich aber auch dann an und dann ist der Damage nicht mehr so gut. Hier kommen sehr viele Torps, das heißt, hier ist noch ein weiterer DD, die Shima. Und den werde ich mir mit Sicherheit auch später nochmal genauer anschauen. Was hier tatsächlich sehr faszinierend ist, dass die Masu wieder reinfährt. Keine Ahnung warum. Und sich quasi jetzt auch nochmal abholen lässt, weil er wieder in mein Hydro reinfährt. Ja, interessantes Positioning. Ne? Der hat jetzt quasi 2 Donuts gedreht und hat sich jetzt hier von mir easy killen lassen. Das heißt, wir holen uns den ersten DD-Kill. Jetzt heißt es, mal zu gucken, wo ist die Shimakase. Des Weiteren habe ich mir gedacht, okay, der könnte da irgendwo sein. Werfe ich da mal Torps rein und schaue, dass ich ihn vielleicht überraschen kann. Mit dem Hydro wird es für ihn sehr schwer, mich zu torpen, da die Shimakase Torps normalerweise auch mit 12 Kilometer Range nicht so sonderlich schnell sind. Kriege einen Torpedo-Hit, weil er wieder zurückgedreht ist. Komischerweise genauso wie die Maso. Ich habe mich jetzt entschieden, ihm hinterher zu fahren, um ihn möglicherweise rauszunehmen. Mein Vorteil tatsächlich ist jetzt, dass er sich smoked. Aber ich werde von hinten noch gespottet. Das ist so ein bisschen mein Problem. Aber die Shima hat jetzt tatsächlich ein kleines Problem. Weil ich nicht der Einzige bin, der auf ihn schießt. Und da geht dann auch die Shima raus. Das heißt, wir haben uns jetzt innerhalb von 5 Minuten 2 DDs einverleibt. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start für eine Z52 und macht euch auch das Leben ein bisschen leichter. Gegner ist jetzt auf der Seite erstmal blind, in Anführungszeichen. Keine DDs mehr da. Deswegen fahre ich jetzt rüber zum B-Cap, versuche das zu cappen. Nachdem ich jetzt auch auf der Minimap gesehen habe, wo welche Schiffe sind. Gerade die Radarschiffe haben mich halt interessiert und hier ist das Cap tatsächlich safe im ersten Moment. Also erstmal hier den Cap holen, mal gucken, was sich dann daraus noch entwickelt. Habe jetzt auch überlegt, vorne rumzufahren. War ein bisschen zu risky,
Hat mir der Eternal auch gesagt, hey, mach das mal lieber nicht. Nicht, dass du da gecatcht wirst. Vielleicht von einem U-Boot oder sowas. Und, oder von einem Radar von der DM. Deswegen entscheide ich mich auch im weiteren Verlauf des Spiels nicht vorne rauszufahren, sondern drehe hier gleich raus, weil es halt doch relativ riskant ist. Ihr seht auch, vom aktuellen Stand ist es noch relativ knapp und der Gegner macht auch Druck auf der 9er-10er Linie. Wir verlieren jetzt auch unseren DD noch im B-Cap. Das heißt, das Ding hier kann noch relativ close werden. Aus dem Grund habe ich mich jetzt auch entschieden, wieder Richtung D zu fahren, weil wir es auf der A-Seite schiffstechnisch ziemlich im Griff haben. Wir haben eine gute Schiffsüberlegenheit. Der Gegner ist noch nicht durchgebrochen. Wir können die da gut zurückhalten. Aber tatsächlich ist unser großes Problem, dass der Gegner jetzt von der C- bzw. 8er, 9er, 10er Linie Druck macht. Da werde ich mich jetzt rausbegeben, um zum einen zu spotten. Der Gegner hat auch noch eine Kitakami. Auf die müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Auf die Worcester müssen wir aufpassen mit dem Radar. Der könnte nochmal ekelhaft werden. Da müsst ihr euch halt einfach so ein bisschen drauf verlassen, dass eure BBs euch da Feuersupport geben und euch möglicherweise da den Cruiser oder auch die BBs mit runterschießen. Also es geht jetzt primär erstmal darum, ein bisschen zu spotten. Auch zu schauen, wo ist die Kitakami, weil der mit seinen Deepwater Torps die BBs ganz schön rausnuken kann. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf aufpassen. Ich vermute auch, dass das Schiff ist mit dem RPF, das auf mich zeigt. Selbstverständlich ist diese Worcester auch ein großes Problem. Na, also ihr seht, ich halte ihn nur spotted, ich schieße nicht auf ihn. Und hoffe, dass halt meine Cruiser vielleicht Damage auf ihn machen. Hab hier auf ihn getorpt. War mir eigentlich relativ sicher auch, dass die Torps connecten, weil ihr seht jetzt auch, sieht ganz gut aus. Vom Movement der Kitakami und meinen Torps. Aber tatsächlich wirkt es fast so, als würde er nach hinten rausdrehen und deswegen erwische ich ihn nicht. Also er hat sich rechtzeitig gewinkelt. Da kommt schon ein Torpedoset von ihm. Also beide keine Hits. Seine Torpedos sind tatsächlich auch sehr gefährlich gewesen. Auch wenn die nicht so viel Schaden machen. Also er hat sie tatsächlich gedodged bekommen. Sehr ärgerlich. Aber ich halte ihn weiterhin spotted. Schaue, dass er nach hinten rausfährt. Und versuche jetzt dann auch die Worcester nochmal aufzumachen. Währenddessen auf A kriegen wir ganz gut Druck drauf. Ihr seht das, wir haben jetzt auch eine DM mit Radar. Viele BBs da drüben. Und ich vermute mal, da wird dann auf lange Sicht das A-Cap geklärt sein. Und wir werden uns dann dem C-Cap zuwenden können. Jetzt auch gefragt, wo die hingefahren sind. Ich muss halt vorsichtig sein. Das Radar hat mich ein bisschen nervös gemacht, weil das kann euch relativ schnell catchen. Währenddessen habe ich mir gedacht, okay, die Libertad fährt jetzt in B rein. Vielleicht dreht er nach unten weg. Und ich kann ihn möglicherweise dafür punishen. Werfe jetzt meine Torps auf ihn, um ihn hier möglicherweise auch ein bisschen zurückzuhalten. Aber wie ihr hier seht, glaube ich, beacht er sich. Da könnten meine Torps tatsächlich sehr unangenehm sein, weil wenn er sich hier beacht, muss er reversen. Und da kommen die Torps wirklich, wirklich gut. Ich stehe ja auch im Kite, um möglicherweise, wenn Druck kommt, schnell rausfahren zu können. Von der Worcester hier vom Radar Cruiser, der hier fröhlich gunnt. Aber ihr merkt jetzt auch, wir haben das A-Cap unter Kontrolle. Meine BBs können sich jetzt in Richtung D ausrichten und mir Feuersupport geben.
Und das nutze ich jetzt, indem ich das Spotting so gut wie möglich auch ausspiele. Hier seht ihr meine Torps, die kommen sehr gut. Und die Kitakami fängt jetzt an, auf mich drauf zu pushen. Aus dem Grund ziehe ich jetzt auch gleich mein Hydro und mein Smoke, um die Kombi zu spielen. Krieg hier die Libertad rausgetorbt. Das ist nochmal ein schöner Beigeschmack. Und ihr seht jetzt, Kitakami Nose-In gefangen gegen mich. Ja, das ist für ihn nicht so gut gelaufen. Jetzt kommt das Worcester Radar. Das ist tatsächlich für mich nicht so gut. Aber wir kriegen hier unseren Schaden. Können hier ihm auch ein paar Hits schießen. Aber wenn er hier noch eine gute Salve kassiert, ist er auch raus. Die kommt jetzt auch. Damit ist die Kitakami raus. Wir müssen uns nicht mehr so viele Sorgen um Torps machen. Jetzt heißt es Richtung Zentrum fahren, das B-Cap verteidigen. Gerade ist jetzt gelaufen, das heißt, ich bin hier erstmal safe. Da kann nicht so viel passieren, habe jetzt noch genügend Zeit. Ich werfe jetzt auch hier meine Torps ungefähr in die Richtung von der Montana. Auch in Bezug auf den Radar-Cruiser, um da vielleicht ein paar Hits zu bekommen. Fahr ins B-Cap, um das jetzt wieder zurückzucappen. Punktetechnisch und Cap-technisch sind wir hinten. Deswegen müssen wir da unbedingt fürs Cap gehen. Schiffstechnisch sind wir ein Stück vorne. Das ist nie verkehrt. Ich kriege jetzt auch den Kampfspeer. Das ist immer der Vorteil, wenn man auf einer Flanke sitzt, wo man in Ruhe spotten kann. Das ist immer sehr, sehr angenehm. Auch meine Torps, die hier kommen, sehen wirklich gut aus, weil die Montana tatsächlich hier komplett reindreht in meine Torps. Schauen wir mal, ob die Torpedos reichen. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber es werden ein, zwei werden. Oh, die laufen aus. Wie ärgerlich. Ich glaube, damit habe ich nicht gerechnet, dass die auslaufen. Aber nutze jetzt hier diesen kurzen Moment, wo die Montana hinterm Berg verschwindet, um ihn zu beschießen. Kriegt tatsächlich hier auch noch einen Brand und den Kill. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet, aber nehmen wir mit. Das heißt, wir haben jetzt unseren 4. Kill. Der Kraken ist so langsam greifbar. Das ist doch auch etwas sehr, sehr Schönes. Das B-Cap bekommen wir auch. Aber wir müssen uns jetzt auf jeden Fall zurückziehen, weil der Radar-Cruiser könnte in der Nähe sein. Den muss man ein bisschen im Blick haben. Wir haben auch hier irgendwo noch das U-Boot, das mich jetzt spottet. Also der steht tatsächlich so in meiner Erkennungsreichweite drin, dass ich ihn nicht hydron kann. Also genau an der Schwelle. Da kommt der Ping. Und auch noch Shots von der Lava. Und noch die U-Boot-Torps, aber die dürften kein Problem sein. Die kriege ich locker gedodged. Mein Ziel war jetzt auf der anderen Seite der Map die BBs zu spotten, um möglicherweise hier meinen anderen Schlachtschiffen zu erlauben, die erstens mal zu beschießen und zum anderen mögliche Incoming Shots zu dodgen. Das war mir besonders wichtig. Gerade so eine Slava oder eine Vermont in der Breitseite, die können schon mal ein BB one-shotten. Und in dem Spielverlauf können wir das tatsächlich nicht gebrauchen. Vorteil für mich ist tatsächlich, ich bin jetzt sehr lang unspotted gewesen. Die BBs wissen nicht, wo ich bin. Das heißt, die Möglichkeit, dass ich mit Torps hier treffe, ist relativ hoch. Gerade die Slava hat mich, glaube ich, nicht wirklich auf dem Schirm. Der dreht auch relativ breit, weil er möchte halt alle seine Türme benutzen. Das ist natürlich immer sehr angenehm, wenn ihr so ein BB habt, das alle Türme benutzen möchte und schön Breitseite schippert, damit eure Torps auch treffen. Sollte ich hier den Kill noch bekommen, habe ich gleich mal meinen Kraken eingesackt. Könnte eine knappe Kiste werden, tatsächlich. Er hat noch 2 K-Shots sind unterwegs. Das ist natürlich krass. 300 bleiben stehen.
und damit hole ich mir dann den Kraken. Währenddessen hat das gegnerische U-Boot 2 Schiffe von uns gekillt. Also man sieht, da kann es noch ganz schnell merkwürdig werden. Aber wir kriegen jetzt unten das Decap und auch den Kill auf die Worcester. Also sieht es relativ fein hier aus. Vermont halte ich jetzt erstmal gespottet. Torpedos sind auch gleich ready. Das heißt, ich werde ihn gleich mal torpen. Mal schauen, ob er parallel weiterfährt. Ich bin davon ausgegangen, weil die Columbo unterhalb ist und er wahrscheinlich auch alle Guns benutzen will. Aber wie man hier schon sieht, er fängt an zu turnen. Das ist mir jetzt auch bewusst geworden. Und deswegen habe ich mich jetzt gesmoked und fange jetzt an, auf ihn zu schießen, um hier meinen Damage nochmal hochzukriegen. Um vielleicht ja auch noch den 6. Kill einzufahren. Das wäre nochmal eine schöne Kirsche on top. Krieg hier auch den Brand. Geht jetzt zu, aber im Großen und Ganzen erstmal nicht so wirklich ein Problem, weil er auf den Weg auf mich drauf ist. Das heißt, ich werde ihn höchstwahrscheinlich auch gleich durch mein Hydro spotten. Und damit kann ich dann weiter auf ihn schießen. Hier kann man überlegen, wenn er breit dreht, mit AP auf ihn zu schießen, um noch mehr Damage zu machen, was ich jetzt auch tue. Aber sobald er winkelt, würde ich euch empfehlen, wieder auf HE zu wechseln. Weil sonst passiert das. Ihr schießt ihm halt auf die Turrets. Und hier muss ich tatsächlich sagen, ich habe die Salbe dermaßen verkackt, dass ich den Kill nicht mehr bekommen habe. Sehr, sehr schade. Wäre der 6. Kill gewesen. Wäre sehr nice gewesen in der Runde. Trotzdem war es für mich als DD eine gute Runde. Wir haben uns den Kampfspeer geholt und den Kraken mit den 5 Kills. Auch 2 Caps geholt, die im Laufe des Spiels sehr wichtig waren. Knapp 100k Damage gemacht, ist auf jeden Fall solide. Wir haben viel DD-Damage gemacht, darf man auch nicht vergessen. Schauen wir uns noch die Teamwertung an. Und hier sieht man, es war wirklich eine sehr gute Z-Runde. Wir haben 3,2k Base, also das ist schon sehr, sehr solide. Und das alles nur mit ein bisschen Spotting, guten DD-Damage und dann könnt ihr auch über die Caps noch zusätzlich wirklich viele Punkte machen. Die Runde zeigt auch, Schaden ist nicht unbedingt alles, sondern es ist wichtig, wo und wie ihr den Schaden macht. Ich hoffe, euch hat diese Runde Die Mütze spielt gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wiedersehen. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.